Bei der Pizza scheiden sich die Geister. Warum wohl? Wir werden es herausfinden. Aber erstmal, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde. Und wir machen, wie ihr es schon bemerkt habt, eine wahnsinns leckere Pizza. Und für diese Pizza gebe ich in einen Rührbecher warmes Wasser, Zucker und Hefe. Und das rühren wir richtig kräftig um, damit die Hefe sich am Zucker ernähren kann und sich vermehrt. Aber es geht noch weiter mit der Vorbereitung. Wir geben Mehl und Salz in eine große Schüssel und wir rühren das auch nur kurz um, damit sich das Salz im Mehl besser verteilt. Kurz danach folgt dann der Quark und die Wasser-Hefe-Mischung. Und dann fangen wir an, das kurz mal durchzukneten. Mit der Hand helfen wir dann noch mal kurz nach, dass sich so ein schöner Teigball bildet. Und den lassen wir kurz ruhen. In der Zeit, wo jetzt der Teig ruht, können wir schon mal die Ananas vorbereiten. Dann nehme ich eine frische, reife Ananas, schneide die Enden ab, schäle sie dann auch sozusagen, viertel sie und schneide die Mitte ab. So kann ich schöne Stücke dann von der Ananas abschneiden. Weiter kann ich ja schon mal Pizzateig-Brutkasten vorbereiten. Da kommen ja 2 Teigbolle rein und für die 2 Teigbolle gebe ich ein bisschen Mehl dort hinein. Die kurze Zeit ist rum und wir können schon mal die Arbeitsfläche bemehlen, weil dort werden wir jetzt ausgiebig den Teig durchkneten. Mindestens 7 Minuten, am besten sogar 10. Wisst ihr eigentlich, wo die Pizza herkommt? Die kommt aus Kanada. Sprich nicht aus Italien, weil ein Italiener rümpft da ja die Nase über diese Pizza. Ist ja auch klar, ne? Entweder man liebt diese Pizza oder man hasst sie. Es gibt, glaube ich, keinen dazwischen. Am Ende des Knetvorgangs teilen wir den Teig, weil wir machen aus diesem Teig 2 Pizzen. Wir schauen natürlich, dass diese 2 Teiglinge schön rund werden und die legen wir jetzt dann in den Brutkasten, damit sie dort schön gehen können. Wir lassen sie somit dort für 1 Stunde lang ruhen. Wer natürlich ein bemehltes Handtuch hat zum Abdecken, kann natürlich das verwenden, aber ich nehme immer meinen Brutkasten. Da funktioniert das super und ich mache kein Handtuch schmutzig. So, die Teiglinge, die ruhen jetzt schön und die Zeit können wir wieder nutzen, indem wir zum Beispiel den Mozzarella vorbereiten. Den schneiden wir in Streifen. Für jede Pizza verwenden wir eine Kugel von so einem Mozzarella-Käse. So, wie ihr jetzt sehen könnt, diese Teigkugeln sind schön aufgegangen. Aus diesen lassen sich jetzt super Pizzen formen. Und was für mich immer ganz arg wichtig ist, ist, dass ein schöner Rand entsteht, der nachher beim Backen so richtig schön aufgeht. Haben wir jetzt die schöne Form erreicht? Dann geben wir da einen ganzen Schöpfer voll leckerer Tomatensauce drauf. Aber bevor wir jetzt dann weiter den Belag drauf geben, geben wir Olivenöl, Salz, Parmesan auf diese Tomatensauce drauf. Okay, jetzt kommen aber die 3 Zutaten für den Belag auf die Pizza drauf. Das sind zum einen der Schinken, die Ananas von vorhin und der Mozzarella-Käse. Als einzige Zutat könnte ich mir hier noch Champignons vorstellen, die wir auch auf diese Pizza machen könnten.
Und ist ja natürlich klar, den Ofen haben wir schon lange vorgeheizt auf 250 Grad Ober- und Unterhitze, weil der Pizzastein, der braucht ja die Temperatur. Und die Temperatur nimmt er nicht ja sofort an, sondern er nimmt sie erstmal nach circa 30 Minuten auf. Aber 250 Grad wären ja zu wenig. Und deswegen, wenn wir jetzt dann die Pizza in den Ofen schieben, wir sofort auf Oberhitze umschalten und auf 300 Grad. Da glüht die Spirale oben an der Decke von dem Ofen und heizt so richtig der Pizza ein. Ja, und somit simulieren wir circa 400 Grad. Nach circa 7 Minuten ist dann auch die Pizza fertig. Wer es einfach ein bisschen brauner möchte, der belässt die Pizza für 9 Minuten im Ofen. Ja, aber wir müssen ja auch noch eine weitere Pizza backen, die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Wer möchte, kann natürlich auch noch getrocknete italienische Kräuter auf die Pizza geben, wie zum Beispiel Oregano oder andere Kräutermischungen, die es gibt. So, jetzt ab damit in den Ofen mit der zweiten Pizza. Und dann wären wir eigentlich mit den Pizzen schon fertig und wir können sie schnabulieren. Und jetzt schaut mal, wie lecker diese Pizza Hawaii aussieht. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Freunde, weil wir sind wieder am Ende angekommen von dieser Folge von der Whiskoch-Stunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal berichten würdet, wie sie geworden sind, eure Pizzen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein würdet. Also ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.